zitiere, Netanyahu sagte, wir werden das Königreich erreichen. Wir werden die Wiederkehr des Messias erleben. Wir werden es bis zur Wiederkehr des Messias schaffen. Aber das wird nicht nächsten Donnerstag geschehen. Zitat Ende. Ich war ja selber in Israel, habe viel diskutiert. Ich war auf den Golanhöhen und habe dann den Israelis gesagt, ich bin jetzt auf syrischem Gebiet. Die sind total ausgeflippt. Dann habe ich gesagt, völkerrechtlich ist das Syrien. Das ist einfach annektiert und besetzt von Israel. Und dann haben die mir gesagt, ich muss aufpassen, wo ich hintrete. Da liegen noch Minen rum. Ich weiß nicht, ob das dann in dem Zusammenhang meiner Ansicht war. Aber die Israelis sind ein hochintelligentes Volk. Die meisten haben Hochschulabschluss. Aber ab einem bestimmten Zeitpunkt, wenn ich diskutiert habe mit den Menschen und sie kommen nicht mehr weiter mit der Argumentation, dann sagen sie, Moment, we are the holy people. Wir sind das Auserwählte, das heilige Volk. Das heißt, was willst du uns sagen? Also das ist dann die Enddiskussion und das ist dann so ziemlich das Ende. Und dieser religiöse Extremismus, der wird die Welt vielleicht noch in einen weiteren Krieg treiben. Und wir sind ein Vasall der USA. Da kann Friedrich Merz gegen Trump mal locker was raushauen oder nicht. Wir sind ein Vasall der USA. In dem Moment, wo Trump so macht, müssen wir antanzen. In dem Moment, wo Amerika sagt, Kanzler herkommen, wir haben es gesehen an Olaf Scholz, wie Biden gesagt hat, naja, wir werden die Nord Stream Pipeline zerstören und Olaf Scholz hat noch gelächelt. Da sieht man ja, wir sind überhaupt nicht, also in diesem Sinne sind wir nicht souverän. Wir sind ein absoluter Vasall, ein Bückling der Amerikaner und Einfluss in der amerikanischen Regierung haben wieder israelisch-jüdische Netzwerke, IPAC und genau das Shabbat und alles, was wir vorher besprochen haben. Und einen schönen guten Tag, Herr Grant. Hallo, Herr König, grüße Sie. Ja, ich freue mich, dass ich Sie heute gewinnen konnte, um mit Ihnen über den Iran, Israel und Amerikakrieg sprechen zu können. Denn mich interessiert auch ganz besonders wie ein investigativer Journalist, der sich auch sehr viel mit dem Thema Geschichte beschäftigt, die aktuellen Geschehnisse einordnet. Denn das ist für mich ein sehr wichtiger Indikator dafür, was gerade in der Welt passiert. Und erlauben Sie mir noch einen ganz kurzen Monolog, bevor Sie dann gleich einsteigen. Wir haben ja wirklich von der Pandemie, ja, vom Jahr 2020 über die Ukraine, Russland, diesen Fall, das hat ja nahtlos angeschlossen. Diesen Konflikt, der begleitet uns jetzt schon seit 4 Jahren. Dann hatten wir jetzt vor kurzem die Entführung, das Kidnapping von Maduro. Und wir hatten dann auch noch mal zwischendrin den 12-Tageskrieg zwischen Israel und Iran und Amerika. Und jetzt aktuell sitzen wir hier wirklich weltweit, sind wir ja fast schon Geiseln, kann man ja sagen, bezüglich der Energie, des Gases, des Öles, aber auch der anderen Konsequenzen. Was ist da Ihr Resümee aktuell? Wir haben heute den 24. März, 13:10 Uhr. Man muss es ja wirklich so sagen, weil wirklich minütlich ändert sich ja die Laune von Trump. Und mich würde dann erstmal interessieren, was ist da Ihr aktueller Take zu dieser ganzen Situation im Iran und Israel? Israel hat ja den Iran angegriffen. Israel hat angegriffen und die USA haben dann nachgezogen. Also der erste Angreifer war ja Israel. Und Israel verkauft diesen Angriffskrieg sowie alle Kriege, die sie führen, als Präventivkrieg. Trump erklärt, der Iran hätte innerhalb von einer Woche die USA angreifen können mit Atomraketen, was vollkommener Quatsch ist. Das hat ja auch sein eigener Geheimdienstchef gesagt und ist ja dann auch zurückgetreten, weil er das nicht mitmachen will. Er hat auch noch was anderes gesagt, was natürlich in deutschen Medien ein bisschen untergeht, dass Netanyahu Trump dazu gedrängt hat, diesen Krieg zu führen, weil Trump war ja oder will sich ja als Friedenspräsident verkaufen.
und fängt dann so einen Krieg an. Nicht umsonst aber ist Netanyahu ja ein Freund von Trump. Er nennt ihn ja auch nicht Benjamin, sondern Bibi, also den Kosenamen, wie das Nickname, Bibi. Und sein Trumps Schwiegersohn Kushner ist ja der Verbindungsmann zu Netanyahu. Das sind ja eigentlich sehr, sehr enge Freunde. Und das, was mich natürlich wieder stört bei der Berichterstattung, ist, dass wenn Israel und USA eigentlich ohne Grund, ohne wirklich eiligen Grund ein anderes souveränes Land angreifen, dann ist das ein Präventivkrieg. Wenn aber Russland die Ukraine angreift, aufgrund dessen, dass schon 10 Jahre vorher der Krieg ausgebrochen ist in der Westukraine, dann ist das ein Angriffskrieg. Und wir sehen, wie verlogen und heuchlerisch einfach die Medien wiederum sind. Und Trump hat ja erst gestern eigentlich gesagt, um was es geht. Er hat gesagt, er will sich das iranische Uran holen. Also es geht wieder mal um Rohstoffe, wie eigentlich bei jedem Krieg, auch im Ukraine-Krieg geht es ja um Rohstoffe, so geht es auch bei dem Iran-Krieg, den Israel angefangen hat. Israelische Flugzeuge waren die ersten, die bombardiert haben, und erst später kamen dann die amerikanischen Flugzeuge dazu. Das ist immer so mal grob generell meine Einschätzung, dass es ein Angriffskrieg ist und kein Präventivkrieg in meinen Augen. Auch völkerrechtlich nicht. Ja, und ich habe da letztens auch einen Zeitungsbericht gesehen von der israelischen Zeitung, die von 1986, und da stand auch schon drin, der Iran ist kurz davor, eine Atombombe zu entwickeln. Also dieser Vorwand, den gibt es schon seit Jahrzehnten. Ja, dieser Ausbruch, der war ja auch abzusehen, muss man ja ehrlich sagen. Und es war ja auch wieder von langer Hand vorbereitet. Die ganzen Flugzeugträger haben sich versammelt. Und es war nur noch eine Frage der Zeit. Sie haben gerade den Kushner erwähnt. Ja, das finde ich ja auch eine sehr dubiose Gestalt. Die Familie auch höchst kriminell. Der Vater war auch angeklagt. Da gab es dann auch einen Prozess und so weiter. Meine Frage, also vielleicht der Kushner, was macht der da überhaupt? Ist der überhaupt qualifiziert für die Position? Ich meine, der ist jetzt der Schwiegersohn, aber welche Interessen hat der überhaupt? Naja, qualifiziert oder nicht, sehen wir ja bei unseren Politikern, da sehe ich eigentlich keinen, der qualifiziert ist, egal welche Partei. Kushner ist von Beruf Schwiegersohn und der Verbindungsmann zu Netanyahu. Also er hat eine sehr, sehr wichtige Position, und auch die IPAC, die jüdische Lobbyorganisation, das gehört ja alles irgendwie zusammen. Und die haben Trump überzeugt, den Krieg zu führen. Wir kommen vielleicht nachher noch zu dem Thema, warum es den Krieg überhaupt gibt. Es geht aus amerikanischer Sicht um Rohstoffe, aber aus israelischer Sicht geht es um was ganz anderes. Und für mich ist es so, dass Trump den Krieg eigentlich nicht wollte. Wir sehen das jetzt ja jeden Tag. Kommuniziert er etwas anderes. Zunächst sagt er mal, Iran ist total platt, dann schießen die Iraner weiter und weiter und weiter. Und da sind wir bei der Kriegsführung. Wenn Sie gestatten, könnte ich da ein paar Worte dazu sagen zur Kriegsführung von Klar. diesem Krieg. Und zwar, man kann ja vieles über die Iraner sagen, aber die Iraner sind Perser. Und die stammen ja von einem Volk ab, das schon früher sehr intelligente Menschen hervorgebracht hat, also in der gesamten Weltgeschichte. Und die Iraner hatten folgende Strategie. Sie haben, also diese Strategie erfahren wir nicht in Deutschland logischerweise. Das sind meine iranischen, russischen und arabischen Quellen. Die haben zunächst ihre alten Raketen abgeschossen, damit Israel seine modernen Abfangraketen verbraucht. Und jetzt sehen wir, dass tagtäglich die modernen Raketen von Iran in Einsatz kommen und der Iron Dome immer mehr versagt. Weil das war einfach eine Strategie. Und wir wissen ja überhaupt gar nicht, wie es in Israel wirklich aussieht. Weil es gibt ja, wie in Saudi-Arabien,
eine Nachrichtensperre in Israel. Man darf also nicht über die Schäden berichten. Und wenn ein Land schon mal sagte, ihr dürft nicht über die Schäden berichten, dann wissen wir, dass es schlimmer ist, wie wir eigentlich glauben. Das nächste, ich habe mir seit langem mal wieder angetan, ich glaube seit einem Jahr oder so, dass ich Maybrit Illner angeschaut habe. Und da war dieser Terrorismus-Experte Neumann, der in seiner für mich arroganten Art gesagt hat, ja, wir brauchen keine Angst haben, Iran hat nur Raketen 1500 bis 2000 Kilometer Reichweite, die kommen nie nach Deutschland. Ich würde diesen Mann heute mal gerne hören, nachdem Iran eine 4000 Kilometer Reichweitenrakete auf den Luftwaffenstützpunkt in Diego Garcia im Indischen Ozean oder 2 sogar oder 4, ich weiß gar nicht mehr genau, abgeschossen hat. Darin sehen wir schon mal, dass der Iran Waffen hat, die wir gar nicht wussten am Anfang. Und Trump, ja, ist wie beim Boxer, den schlägst du, also ich habe lange Jahre Kampfsport gemacht, den schlägst du oftmals und dann denkst du, den habe ich platt, aber der hat sich bei der Verteidigung erholt und greift dann an. Und so ähnlich kommt mir das vor in diesem Krieg. Und was Israel anbelangt, die greifen ja auch den Libanon an. Also das wollten sie ja schon lange. Südlibanon, gestern hat ein Abgeordneter gesagt, ein israelischer, wir sollten den Südlibanon annektieren. Zu dem Thema kommen wir nachher nochmal zum Groß-Israel und das hängt da alles mit drin. In der deutschen Presse sind diese Annexionspläne, dieser Angriffskrieg auf Libanon natürlich wieder ja, das ist gegen Terror. Und ich sage es zum 100. Mal. Wenn ich ein Besatzungsregime habe, das seit 1948 Teile eines anderen Landes besetzt und die Menschen wehren sich dagegen, sind es dann Terroristen oder Freiheitskämpfer? Das muss jeder für sich entscheiden. Freiheitskämpfer oder Terroristen, aber in Deutschland natürlich sind es Terroristen. Und genauso ist es ja mit dem Thema. Es wird ja gesagt, die Iraner setzen Streubomben ein, liest man ja rauf und runter, um den Iran zu diskreditieren. Was aber man nicht weiß, ist, dass die Ukraine sehr viel, also die Russen auch, aber die Ukraine auch sehr viel Streubomben eingesetzt haben in Donetsk, in Charkiw zum Beispiel, in der Südukraine. Und was habe ich gelesen? Die Ausrede für diese Streumunition oder Streubombeneinsatz war, es ist eine Reaktion auf den russischen Angriffskrieg, um Munitionsengpässe auszugleichen. Das ist die Gutmenschenausrede für Streubomben auf russische Gebiete. Und genauso könnte man jetzt sagen, die Iraner setzen Streubomben ein gegen den israelischen, amerikanischen Angriffskrieg, um Munitionsengpässe auszugleichen. Aber genau das wird natürlich ja nicht gesagt, logischerweise. Und Sie erlauben mir noch die Anmerkung, die USA haben im Zweiten Weltkrieg, im Vietnamkrieg, Golfkrieg und in Afghanistan ebenfalls Streubomben eingesetzt. Also so wird das eben einfach ja dargestellt. Und interessant ist, die Springerpresse ist ja das größte Medium in Deutschland. Und die haben in ihrem Arbeitsvertrag Essentials, ich habe sie hier ausgedruckt, das muss jeder Journalist ausfüllen, der bei Springer und bei Bild und Co. arbeitet. Da heißt es, die Werte sind Unterstützung Israels. Das Unternehmen bekennt sich zur Unterstützung der Lebensrechte des israelischen Volkes. Das transatlantische Bündnis Axel Springer befürwortet die Solidarität in der freiheitlichen Wertegemeinschaft mit den Vereinigten Staaten und Europa. Die Mitarbeiter sind vertraglich gebunden, diese Grundsätze einzuhalten. Es gibt Konsequenzen, die stehen da auch drin. Es gibt arbeitsrechtliche Folgen, die können bis zu kündigen. Also wenn jemand nicht israelfreundlich schreibt, dann kann er gekündigt werden. Und das ist die deutsche
Qualitätspresse, da muss ich mich totlachen. Das ist eine einseitige Presse und Sie kennen meine Arbeit. Ich möchte immer beide Seiten sehen. Und wenn wir bei beiden Seiten sind, und dann bin ich auch mal mit meiner Einleitung soweit fertig, den Amis geht's jetzt langsam an den Kragen, weil sie sehen, dass diese Blockade der Straße von Hormuz enorme wirtschaftliche Probleme herbeiführt. Das heißt, das Tanken in den USA wird immer teurer und Trump steht vor den Midterm-Wahlen im November. Das heißt also, er wollte so als Siegerkriegspräsident da irgendwie in den Midterm-Wahlen da punkten, sieht aber jetzt, dass das Benzin immer teurer wird und die Amerikaner haben ein Level und das ist der Benzinpreis. Wenn der hoch ist, flippen sie total aus. Und jetzt hat ja der US-Finanzminister Scott Bessent, glaube ich heißt er ja, die Exportverbote für iranisches Öl gelockert. Also das sehen wir mal, die USA lockern Ölsanktionen für ein Land, gegen das sie gerade Krieg führen. Also da sehen wir ja, wie verzweifelt die Lage schon ist. Und Trump hat sich einfach in Netanyahus Hände begeben. Man darf ihn ja offiziell als Kriegsverbrecher bezeichnen. Er ist ja wegen Kriegsverbrechen angeklagt. Ich will das Urteil gar nicht abwarten. Für mich ist es ein Kriegsverbrecher, so wie alle anderen auch, die unschuldige Menschen umbringen, sind für mich Kriegsverbrecher. Das war jetzt mal so meine grobe Einschätzung zu diesem Konflikt. Ja, also ich denke mal, das Gerücht, dass Donald Trump 5D-Schach spielt, hat sich mittlerweile erübrigt und das Zurücklehnen, Popcorn essen und die ganze Show genießen, so wie es ja die Whiteheads oder QAnon gesagt hat sich ja auch irgendwo anders herausgestellt. Ich habe gerade mal nachgeschaut, weil Sie hatten ja diese Streubomben erwähnt. Soweit ich weiß, diese iranischen Raketen haben dann sozusagen bis zu 80 Mini-Sprengkörper noch, die dann aufgehen. Aber ich habe auch gerade mal... sagt man ja dazu. Ja, genau. Und ich habe dann aber auch gerade mal geschaut, wie es denn auf israelischer Seite aussieht. Und da gibt es schon einiges auch bezüglich Streubomben. Und da wird berichtet, und zwar von den Abgeordneten im britischen Parlament mit einem Antrag, dass es beunruhigende Beweise gibt, dass Israel seit 2023 bei Luftangriffen im Libanon Streumunition eingesetzt habe. Und dann gibt's noch weiter, UN-Schätzungen gibt's sogar seit 2006, massiv Streubomben eingesetzt. Wie gesagt, UN-Schätzung circa 4 Millionen Streumunition. Und ein Großteil davon explodierte nicht sofort und gefährdet die Bevölkerung noch bis heute. Und im Gazastreifen gibt's diese Sachen auch, aber da wird auch etwas mit Phosphor erwähnt. Also ich denke mal, keine Seite kann sich da in diesem Bezug irgendwie eine weiße Weste anziehen. Also Israel wird ja immer wieder verurteilt dafür, dass sie anscheinend weißen Phosphor einsetzen. Das sind Bomben, die sind so grausam, die verätzen die Haut. Also man hat ja auch Phosphor bei den Bomben gegenüber Deutschen im Zweiten Weltkrieg eingesetzt. Deshalb kennt man die Auswirkungen. Also das ätzt sich in die Haut ein. Das sind absolut grausame Waffen und das ist absolut gegen das Völkerrecht. Aber Israel, ich wiederhole, schert sich nie um das Völkerrecht. Kein einziges Mal haben sie sich um das Völkerrecht geschert. Das muss man einfach so sagen. Das ist kein Antisemitismus. Das ist einfach Kritik an den Regierungen Israels. Da kommen wir nachher nochmals drauf zurück. Ja, die Schauplätze, Herr Grant, das ist ja auch beeindruckend, muss man ja schon sagen, was der Iran dort leistet. Die ganzen US-Basen der Golfstaaten platt zu machen, wichtige Radaranlagen aus dem Verkehr zu ziehen, die Israelis und die Amerikaner teilweise blind zu machen. Hätten Sie damit gerechnet? Ein wenig schon, aber nicht in diesem Umfang, muss ich sagen. Klar, ich meine,
Es geht ja auch darum, Saudi-Arabien sind ja auch ein Todfeind von den Iranern. Da geht es um Alawiten, Schiiten, Sunniten, ist ein kompliziertes Thema. Aber es geht ja auch darum, dass der Iran erst dann das gemacht hat, als iranische Schiffe außerhalb des iranischen Territoriums, zum Beispiel vor der Küste Sri Lankas und tief im Kaspischen Meer angegriffen worden sind. Das muss man ja auch sehen, ne? Also man muss das Ganze ja sehen. Und ja, natürlich, die Iraner haben eine Strategie, die heißt, die Energieversorgung der westlichen Welt zu kappen und zu bedrohen. Und sie wissen ganz genau, wir können vielleicht nicht militärisch gewinnen, aber wir können gewinnen mit der Energiewaffe. Und wir sehen das jetzt ja auch, was das für Auswirkungen hat. Alle Staatsmenschen haben Angst. Ich habe gelesen, ich weiß nicht, ich glaube, Slowakei hat jetzt den Sprit nur noch 50 Liter pro Tag und so weiter. Wir sehen ja, dass das was nützt. Das nützt mehr, als wenn 100 Raketen auf ein Land fallen. Und ja, das ist die Strategie der Iraner. Und Trump wollte ja die Straße von Hormuz wieder öffnen, aber so einfach wird es nicht sein, weil dort aber tausende Minen ja liegen schon seit Jahren. Und so einfach wird es nicht sein. Ja, der Iran ist ja auch das letzte Land auf dieser berühmten Liste, die wir damals gehört haben. Da ging es ja darum, 7 Länder in 5 Jahren. Der Zeitplan ist zum Glück nicht ganz aufgegangen, aber der Iran ist jetzt so ziemlich das letzte Land, was noch nicht so extrem destabilisiert wurde. Kriegsführung haben wir gerade schon besprochen, diese stufenweise Eskalation, ne? Also die Israelis oder die Amerikaner legen vor und natürlich legen dann die Iraner nach. Ihnen bleibt ja wirklich nichts anderes übrig, es geht ja auch um existenziellen Krieg, muss man ja sagen. Ja. Ja. Und wir haben jetzt gerade schon die Auswirkungen auf uns westliche Länder besprochen, auf die ganze Welt. Ich glaube, soweit ich weiß, chinesische Schiffe dürfen noch durch. Das ist ja auch selektiv noch aktuell. Und indische, glaube ich, ja. Ja. Auswirkungen, ja, das hat aber auch wahrscheinlich auch sehr symbolische Auswirkungen, kann ich mir vorstellen. So dieser Ruf der Supermacht, der unipolaren Supermacht USA hat nicht nur Kratzer bekommen, scheint auch meiner Meinung nach zerstört geworden zu sein. Also ich sehe das noch, ja genau, Sie haben vollkommen recht, aber ich sehe noch einen weiteren Aspekt, der in unserer Berichterstattung total vergessen wird. Ich sage, jetzt wäre der beste Zeitpunkt, dass China Taiwan angreift. Ja. Weil die USA sind ziemlich wehrlos, weil die haben ihr Pulver schon ziemlich verschossen. Ich glaube, es gibt keinen besseren Zeitpunkt in den nächsten Jahren wie jetzt. Also man muss das ja auch mitsehen und ich glaube, für Trump ist nicht nur der hohe Benzinpreis ein Problem, sondern auch, weil er ja von vornherein gesagt hat, China ist unser Feind. Sieht er jetzt langsam oder seine strategischen Berater, ich weiß nicht, ob er es sieht, aber seine strategischen Berater sagen vielleicht zu ihm, ja, wir wollten ja China als Feind etablieren und wenn die jetzt Taiwan einsacken, was machen wir dann? Dann haben wir einen Zwei-Fronten-Krieg und den können wir uns nicht erlauben. Und von dem her bin ich gespannt. Ich glaube, Trump wird jetzt den Krieg so schnell wie möglich beenden wollen. Netanyahu hat ja gestern schon gesagt, naja, wenn die USA den beenden, wir führen ihn weiter. Wir kommen ja noch dazu, warum. Und ja, so sieht's im Moment aus. Ich glaube, Trump hat sich da in irgendwas verrannt, hat sich von Kushner und Bibi irgendwie überzeugen lassen, hat gesagt, ja, das dauert bloß 2-3 Wochen oder so. Und ohne viel Auswirkungen. Und jetzt sieht er wirklich mal, in welches Wespennest er eigentlich gestochen hat. Ja, absolut. Ich meine, gut, dass Sie das mit den Chinesen gerade erwähnt haben, weil das ist ja wirklich der große Plan. Der große Gegner der Amerikaner ist China. Und da wurde ja auch bisher alles drauf hingearbeitet. Man wollte natürlich den Verbündeten, die Russen schwächen mit dem Ukraine-Konflikt. Das ist ja auch offensichtlich.
Und das geht alles gerade nicht so ganz auf. Wer weiß, vielleicht wollen die Amerikaner auch den Chinesen eine Falle stellen, sodass sie sich eben gerade in dem richtigen Moment wägen, um Taiwan einzuverleiben. Wer weiß, ich kann mir schon vorstellen, abgesehen von Trump, dass es wirklich ein paar kluge Strategen da gibt auf allen Seiten. Und ich bin mir auch ziemlich sicher, die Chinesen werden schon irgendwann den richtigen Zeitpunkt finden. Die unterstützen ja auch die Iraner mit Informationen, Daten und die sammeln jetzt ja auch gerade ganz viel Erfahrung gegen einen potenziellen Kampf gegen die Amerikaner. Also Sie sprechen da einen sehr wichtigen Punkt an, den ich vorher nicht erwähnt habe. Und zwar komme ich wieder zurück auf Putin, weil Russland ist in diesem Krieg ja auch involviert. Und zwar in der Form, dass Putin Geheimdienstinformationen mit den Iranern teilt. Und Putin, ich bin kein Putin-Fan, aber man muss objektiv sagen, für mich einer der klügsten Politiker der Welt. Nicht umsonst früher beim KGB. Da weiß man ja, wie die Ausbildung ist. Also wenn ich Friedrich Merz Ausbildung sehe und Putin, dann ja, weiß man schon von der strategischen Denk und so weiter. Also Putin hat Folgendes gemacht. Er hat Trump gesagt, ich biete dir an, dass ich es einstelle, Geheimdienstinformationen mit dem Iran zu teilen, wenn du die Geheimdienstinformationen mit der Ukraine nicht mehr teilst. Ein absolut super Schachzug, das ist Schach. Ne? Also das ist Schach. Und so wie ich weiß, hat Trump das aber abgelehnt. Aber wir sehen, also Russland mischt da mit und nicht umsonst hat ja auch der Iran viele Drohnen Russen geliefert und Russland wird natürlich auch auf irgendwelchen Wegen letztendlich auch den Iran stärken. Also das muss man natürlich auch noch mit sehen, dass die Russen ja auch noch eine Rolle spielen bei dem Ganzen, wird ja auch oftmals vergessen. Und jetzt hat Zelensky natürlich Angst, weil die Amerikaner ihre Munition verschießen im Iran und dann bleibt für den armen Zelensky nicht mehr viel übrig und jetzt hat er ja totale Panik. Ne? Genau, und Geld von der Europäischen Union bekommt er auch nicht, weil es von Viktor Orban gerade blockiert wird, weil er wiederum nicht das günstige Öl aus Russland bekommt. Also es ist ganz schön interessant und verzwickt gerade, muss man echt sagen. Ja. Bevor wir gerade als nächstes auf die israelischen Parteien kommen, ja, ist ja auch nochmal wichtig, dahinter zu schauen. Ja. Wir wollen ja hinter die Kulissen schauen. Vermuten Sie, dass die aktuelle Krise und dann auch besonders eben diese Energiekrise, die wir hier besonders in Deutschland schon haben. Ja, wir haben ja schon total die Energiekrise und die höchsten Preise. Denken Sie, das Ganze wird nochmal ein Katalysator sein für, ich sag's mal, den Untergang von dem Deutschland, das wir bisher so kennen? Also Deutschland, das wir kannten, ist ja schon lange untergegangen. Also ich bin ja in den Anfang der 60er Jahre geboren. Da war Deutschland noch Deutschland. Heute ist es nur noch ein verblödetes, grün, links, rot, zerstörtes Land. Also für mich ist Deutschland verloren. Also wir sehen es bei jeder Wahl. Die Leute wählen konservativ und wir kriegen immer grüne und rote Politik. Und ich wiederhole noch einmal, was niemand auf dem Schirm hat. Im Bundesrat braucht die CDU die Grünen, um die Gesetze durchzubringen. Also die CDU macht jetzt noch grüne Politik, obwohl die Grünen gar nicht an der Regierung sind. Und es ist unglaublich. Das Volk will was anderes und die Politiker, es wird auch in Rheinland-Pfalz jetzt wieder eine große Koalition geben. In Baden-Württemberg wird es Rot-Grün geben. Also wir sehen, die Linken sind immer da und die machen Deutschland kaputt. Die machen Deutschland kaputt. Wir schauen uns mal aktuell diese israelischen Parteien an. Da hatten Sie was vorbereitet. Hochspannend und auch wichtig, um das Ganze überhaupt das Hintergrundwissen zu haben, warum da was gerade passiert. Ja, weil es gibt ja viele Menschen, die die mich kritisieren, weil ich Israel-kritisch bin, oder ich bin nicht Israel-kritisch, sondern Israel-regierungskritisch. Und das sind die Leute, die eigentlich wenig Ahnung haben, die eigentlich wirklich nicht hinter die Kulissen schauen. Und ich, im Gegensatz zu diesen Leuten, ich war in der Ukraine, ich war aber auch in Israel, ich war in den besetzten Gebieten. Ich weiß, was ich gesehen habe. Und die Leute, die einfach vom Sessel aus irgendwie große
große Töne spucken, wissen nicht, wie es dort aussieht. Und ich habe mir mal vorbereitet, wie die aktuelle Regierung in Israel sich zusammensetzt. Ich habe hier so ein kleines Schaubild. Es sind 120 Sitze in der israelischen Knesset und 64 davon ist die Regierung Netanyahu mit dem Premierminister Netanyahu. 32 von den 64 ist Likud, das sind Rechte. 11 Sitze davon sind Schas-Partei, ultra-orthodox. 7 Sitze Vereinigtes Tora-Judentum, das sind auch ultra-orthodoxe. 7 Sitze regional-zionistische Partei und 7 Sitze Otzma Yehudit, sie sind rechtsnational. Also wenn man diese Parteien, mit denen Netanyahu zusammenarbeitet, auf Deutschland übertragen würde, wären es alle Rechte oder Rechtsextreme. In Deutschland wären es Nazis, mit denen Netanyahu zusammenarbeitet. Also von denen aus gesehen wäre die AfD sogar links. Also wenn man sieht, also wir kommen noch dazu, was diese Parteien überhaupt fordern. So etwas würde die AfD niemals fordern wollen. Also Annexion von den polnischen Gebieten, von den ehemaligen deutschen Gebieten in Polen zurück und so, Heim ins Reich und so weiter. Das würde die AfD ja niemals fordern aber diese Parteien. Aber ich habe noch etwas anderes gefunden, und zwar in russischen Quellen. Da gab's ja die erste große Pressekonferenz von Netanyahu seit Ausbruch des Krieges. Es war Mitte März. Die ist in Deutschland zwar erwähnt worden, aber der Inhalt wurde nicht ganz wiedergegeben. Typisch natürlich wieder. Und Netanyahu hat da einen Satz gesagt, der für mich sehr, sehr interessant war. Dieser Satz finden Sie aber in Deutschland natürlich nicht. Ich zitiere. Netanyahu sagte: Wir werden das Königreich erreichen. Wir werden die Wiederkehr des Messias erleben. Wir werden es bis zur Wiederkehr des Messias schaffen. Aber das wird nicht nächsten Donnerstag geschehen. Zitat Ende. Das sind Narrative in Teilen in der jüdischen Orthodoxie. Also genau diese Parteien, mit denen Netanyahu zusammenarbeitet. Also Netanyahu sagt öffentlich in einer Pressekonferenz zum Irankrieg: Wir werden dafür sorgen, dass der Messias zurückkommt. Und in diesem Zusammenhang gibt es die Idee des Groß-Israel, Eretz Israel Hashlema heißt es auf Hebräisch, das vollständige Land Israel. Es wird von verschiedenen politischen und religiösen Strömungen propagiert. Und dazu gehören auch rechte und rechtsnationalistische Politiker und historische Ideologen. Aber zunächst mal möchte ich erklären, zu was Groß-Israel überhaupt gehört, weil es ist ein ziemlich komplexes Thema. Es gibt eine Minimalvariante, die heißt der Staat Israel von heute plus Westjordanland inklusive Siedlungen. Dann gibt es die erweiterte Version Israel, Westjordanland und Gazastreifen. Und dann gibt es die maximale Version, die heißt Israel, Westjordanland, Gazastreifen, Jordanien, Syrien, Libanon, eventuell Sinai, Ägypten. Diese Maximalversion basiert auf biblischen Grenzbeschreibungen und die aktuelle Netanyahu-Regierung mit den Likud-religiösen Zionisten, jüdische Stärke, Otzma Yehudit und ultraorthodoxe Parteien propagieren Groß-Israel. Und das ist für mich immer so, ja, wenn man da hinter die Kulissen schaut, die Partei Religious Zionism, der Führer heißt Bezalel Smotrich, fordert die Annexion großer Teile des gesamten Westjordanlands und er beruft sich auf das biblische Israel. Otzma Yehudit, jüdische Stärke, die Partei. Die Führungsperson heißt Itamar Ben Gvir, sagt, eine
Ein-Staat-Lösung unter israelischer Kontrolle ist wichtig, die vollständige Herrschaft zwischen dem Mittelmeer und dem Jordan. Und einzelne Minister sagen, zum Beispiel Amihai Eliyahu fordert die volle Annexion des Westjordanlands und Gazas. Das muss man einfach sehen. Sie wollen eine Zwei-Staaten-Lösung mit Palästina auf jeden Fall verhindern und wollen eine vollständige Annexion des Westjordanlands und auch des Gazastreifens. Und diese Idee des Groß-Israel, also oder des kleineren Groß-Israel mit Westjordanland, wird heute vor allem von religiös-nationalen Koalitionsparteien vertreten. Und ich habe mir die einzelnen Parteiprogramme angeschaut. Das sind auch meine Quellen dazu. Also Kritiker, lest die Parteiprogramme durch. Da steht es so drin. Und ja, das ist eigentlich mein Kurzfazit. Primärdokumente sind für mich die Parteien, Programme und das, was die einzelnen Parteien sagen und Parteienführer sagen. Und die wollen ganz eindeutig eben ein Groß-Israel. Jetzt entweder ein Klein-Groß-Israel oder ein Groß-Israel, entweder mit Ägypten, mit Libanon, aber die meisten, wir sehen es ja jetzt, man spricht schon, Libanon zu annektieren. Und wie geht's dann weiter? Ich kann es genauso sagen wie früher. Hitler hat das Sudetenland eingesagt. Jetzt sagen Sie wieder, jetzt vergleicht der Netanyahu mit Hitler. Nein, ich vergleiche die Situation mit den damaligen Situation. Hitler hat das Sudetenland eingesagt. Was haben die Leute gesagt? Er wird nicht aufhören. Was kommt als nächstes? Und so sage ich jetzt, die Israelis wollen das Westjordanland einsacken und den Libanon und den Gazastreifen. Was kommt als nächstes? Und auch Kriegsverbrecher Netanyahu steht ja vor Wahlen. Dieses Jahr sind ja Wahlen in Israel. Und er will natürlich nicht als Kriegsverbrecherpräsident in die Wahlen gehen, sondern als siegreicher Ministerpräsident. Und das hängt da alles irgendwo zusammen. Die Opposition der säkularen und liberalen Juden, die muss man auch erwähnen, ist groß. Aber da es ja so gut wie eine Nachrichtensperre gibt, sieht man ja nicht viel. Und die einzige Zeitung in Israel, die wirklich objektiv, das ist eine linke Zeitung, Haaretz Israel heißt die, da erfährt man schon ein bisschen mehr dann darüber. Also das sind so die Quellen, auf die ich mich berufe. Also israelische Quellen und keine anderen. Was geht Ihnen persönlich durch den Kopf, wenn polnische, ukrainische, deutsche Siedler behaupten, begründet auf irgendeine Schrift, die vor 3826 Jahren ihnen dieses Land angeblich zugeschrieben hat? Was macht das mit Ihnen? Ja, das ist natürlich, ich war ja selber in Israel, habe viel diskutiert. Ich war auf den Golanhöhen und habe dann den Israelis gesagt, ich bin jetzt auf syrischem Gebiet, die sind total ausgeflippt. Und dann habe ich gesagt, völkerrechtlich ist das Syrien, das ist einfach annektiert und besetzt von Israel. Und dann haben die mir gesagt, ich muss aufpassen, wo ich hintrete, da liegen noch Minen rum. Ich weiß nicht, ob das dann in dem Zusammenhang meiner Ansicht war. Aber klar, die Golanhöhen, wenn man da oben steht, sieht man ganz unten das ganze Land. Und wer die Golanhöhen besitzt, der hat natürlich einen totalen militärischen, strategischen Vorteil, ist aber ein besetztes Land. Und völkerrechtlich gehört die Golanhöhen zu Syrien. Und für mich sind es religiöse Extremisten, die behaupten, aus einem Buch, das vor 2000 Jahren angeblich geschrieben worden sein soll, leite ich ab, dass ich jetzt noch Ansprüche habe auf gewisse Länder. Also das könnten wir dann auch machen mit der ETA oder mit anderen Büchern. Das ist für mich total antiquiert. Aber die Israelis sind ein hochintelligentes Volk. Die meisten haben Hochschulabschluss. Aber ab einem bestimmten Zeitpunkt, wenn ich diskutiert habe mit den Menschen und sie kommen nicht mehr weiter mit der Argumentation, dann sagen sie, Moment, we are the holy people. Wir sind das Auserwählte, das heilige Volk. Das heißt, was willst du uns sagen? Ja, also das ist dann die Enddiskussion und das ist dann so ziemlich das Ende. Und dieser religiöse Extremismus, der wird die Welt vielleicht noch in einen weiteren Krieg treiben. Und Netanyahu ist für mich wirklich ein
Kriegstreiber und Kriegsverbrecher und er nützt jeglichen Vorwand, um Kriege zu führen. Wir können die ganzen Kriege von Israel zurückgehen, Libanon-Kriege, wir können das alles zurückgehen. Es sind immer Präventivkriege gewesen, laut israelischer Darstellung, aber nicht alle waren Präventivkriege. Manche ja, muss man schon sagen, Sechstagekrieg war ein Präventivkrieg, muss man eindeutig sagen. Aber nicht alle Kriege waren Präventivkriege. Und das muss man einfach unterscheiden. Und die ganze Welt, die westliche Welt hat Angst, das den Israelis zu sagen, der Regierung. Im Gegenteil. Netanyahu wird hofiert und Freund und ba. Das ist ja wirklich super gemacht. In dem Moment, wo man Netanyahu kritisiert, ist man Antisemit. Und das ist man in Deutschland ja erledigt. Ne? Obwohl das hat ja nicht mit Antisemitismus zu tun, das hat was mit Regierungskritik zu tun. Aber die Leute biegen das so hin, das werden sie auch jetzt bei dem Interview mit mir machen, dass ich Antisemit bin, was aber absolut nicht stimmt. Ich habe auch israelische Freunde, ich habe überhaupt nichts, kein Problem. Ich habe arabische Freunde, ich habe israelische, ukrainische, russische. Menschen sind für mich Menschen, aber Regierungen, die Menschen in den Krieg treiben, das darf man doch so sagen. Das muss man sogar so sagen, weil sonst ändert sich ja auch nichts. Deswegen Ja. machen wir ja auch die Arbeit. Groß-Israel haben wir gerade besprochen. Und dann gibt's natürlich auch noch da so eine spannende Gruppe, die jetzt auch immer mehr in den Mainstream, kann man schon fast sagen, den alternativen Mainstream rückt. Das ist Chabad Lubavitch. Das ist nochmal so eine ganz besondere Sekte, die sich vielleicht auch auf eine gewisse Art und Weise hinter dem Judentum vielleicht versteckt und auch nochmal ganz andere Interessen hat, viele Interessen hat. Haben Sie da zu der Gruppe ein bisschen was finden können? Also Chabad Lubavitch ist eine sehr interessante Gruppe. Sie gehört ja zum Chassidismus, also mystisch-orthodoxen Judentum. Ich habe hier mal ausgefunden die Strömung und da ist dann diese mystisch-religiöse, ja, kann man schon sagen, Sekte beheimatet. Sie ist eine orthodoxe jüdische Bewegung, die schon im 18. Jahrhundert entstand. Man muss aber sagen, Chabad Lubavitch ist keine eigene Partei und tritt auch nicht bei Wahlen an. Aber ihr Einfluss auf die israelische Politik und ich komme nachher noch dazu, auf die Weltpolitik ist enorm. Es geht über Kontakte, Rabbiner, Netzwerke und so weiter und auch über die nationalreligiösen Parteien. Viele Politiker in Israel suchen Kontakt zu Chabad-Rabbinern oder Veranstaltungen. Chabad betreibt Schulen, soziale Einrichtungen, religiösen Zentren und Jugendprogramme. Und es gibt Kontakte, insbesondere, ich habe mal recherchiert zu drei Parteien, also zur Likud-Partei, zu Netanyahus Partei, zu der Schas-Partei und zu den religiösen Zionisten. Das sind so die Parteien, die mit Chabad eine stärkere Bindung haben. Chabad fordert ja auch eine stärkere religiöse Bindung und die Förderung jüdischer Tradition. Und zwar aufgrund der Kabbala. Die Kabbala ist ja ein esoterisch-mystisches Buch. Auch interessant, dass man sich darauf beruht. Ja, Chabad hat natürlich auch eine internationale Bedeutung. Auch darüber habe ich was gefunden. Es gibt über 5000 Zentren weltweit, insbesondere USA, Israel und Europa. Und viele Politiker besuchen diese Zentren, und zwar offiziell aus diplomatischen oder religiösen Gründen. Wenn man aber sieht, dass Chabad die jüdische Identität weltweit stärken will, und jetzt kommen wir wieder auf das zurück, was Netanyahu gesagt hat, wir wollen, dass der Messias zurückkommt. Chabad will auch oder bereitet das Kommen des Messias vor. Es ist ein wichtiges Element in der Chabad-Theologie, die Erwartung des Messias, Mashiach. Ein Teil der Anhänger glaubt sogar, dass ihr früherer geistlicher Führer
Menachem Mendel Schneerson der Messias ist. Und deshalb gibt es auch offiziell keinen Nachfolger, weil die warten darauf, dass ihr Führer, Menachem Mendel Schneerson, wiederkommt und er der Messias ist. Und die religiöse Sekte unterstützt auch grundsätzlich die Existenz und die Sicherheit Israels. Das heißt natürlich auch das Groß Israel. Und Chabad Lubavitch ist heute eine der weltweit aktivsten jüdischen religiösen Organisationen und hat Einfluss auf die Regierung, wenn auch indirekt. Also ich habe es ja schon erwähnt, Israel, Likud, religiöse Zionistenpartei und Schas. Aber auch in den USA gibt es sehr, sehr, sehr viele Schabbat-Veranstaltungen. Und die Besucher sind Präsidenten, Gouverneure, Kongressmitglieder. Ich nenne nachher noch ein paar Namen. Also es gibt ja auch diese Chanukka-Feiern im Weißen Haus jedes Jahr und religiöse Veranstaltungen in Washington. Aber auch in Russland ist Schabbat die dominierende jüdische Organisation. Der Oberrabbiner Russlands, Berel Lazar, hat gute Beziehungen zum Kreml. Und man sagt dazu, er betreibt das ist ein interessanter Ausdruck, religiöse Diplomatie. Das finde ich sehr interessant, der Ausdruck. Religiöse Diplomatie. Und auch in der Ukraine soll das auch anders sein. Zelensky ist ja jüdische Abstammung, ist Schabbat sehr aktiv. Der Oberrabbiner von Kiew, Moshe Eugen Asman, hat starke oder enge Kontakte zur ukrainischen Regierung, sprich zu Zelensky. Und auch in Frankreich betreibt Schabbat viele Schulen und religiöse Zentren. Und einer der Protagonisten war Nicolas Sarkozy, der mit Schabbat geklingelt hat. Aber auch in Lateinamerika gibt es Netzwerke in Argentinien, Brasilien und Mexiko. Und in diesen Ländern arbeitet die Bewegung auch teilweise mit staatlichen Stellen zusammen. Wenn Sie dazu noch Fragen haben, dann komme ich nachher dazu, ein paar Namen zu nennen, die mit Schabbat geklingelt haben. Oder soll ich das gleich sagen? Ja, bitte. Ja, gleich. Okay. Also mehrere US-Präsidenten, offizieller heißt, hatten Kontakt oder nahmen an Schabbat-Veranstaltungen teil. Es habe ich in meinem Leben schon mehrere hunderte, wenn nicht sogar tausende informelle Gespräche gehabt. Und da weiß ich immer, informell ist ganz anders als offiziell. Und bei diesen Gesprächen war zum Beispiel Jimmy Carter dabei. Er traf Vertreter von Schabbat, unterstützte religiöse Programme wie Education Day USA, der auf Initiative von Schabbat eingeführt wurde. Da sieht man erstmal, was die für einen großen Einfluss haben. Dass der Präsident ein religiöses Programm einführt, weil Schabbat es sagt. Dann Ronald Reagan, der absolut Konservative, der hätte man eigentlich auch nicht geglaubt. Er unterzeichnete jährlich die Proklamation zur Education and Sharing Day zu Ehren des Shabbat-Rebbe. Also auch Ronald Reagan, eng verbunden. Natürlich unser Freund Bill Clinton war dabei. Er nahm natürlich an jüdischen Gemeinde- und Chanukka-Feiern teil. Und auch George W. Bush pflegte Kontakte zu Shabbat-Rabbinern und unterstützte religiöse Programme. Und auch, klar, Donald Trump besuchte mehrfach Veranstaltungen der Bewegung. Mehrere Berater und Unterstützen haben Kontakte zu Schabbat-Gemeinden. Aber auch Wladimir Putin arbeitet eng mit dem russischen Oberrabbiner Berel Lazar zusammen und unterstützt auch den Bau jüdischer Synagogen. Klar, Netanyahu gehört natürlich da auch dazu. Und wie gesagt, Nicolas Sarkozy. Das sind mal so die Sachen, die ich recherchiert habe. Ich kann Ihnen noch den offiziellen Standpunkt sagen, wie das hingedeichselt wird. Also der
dass es keinen Einfluss geben soll von Schabbat. Und zwar heißt es da, die Treffen zwischen Staats- und Regierungschefs und der Bewegung Chabad Lubavitch wirken auf den ersten Blick politisch, sind aber in der Praxis meist ganz andere Dinge. Religion, gesellschaftliche Kontakte, Symbolik und jetzt kommt Diplomatie. Also der Satz widerspricht sich eigentlich total. Und ja, diese politischen Netzwerke haben halt großen Einfluss. Und ja, dahinter steht natürlich das chassidisches Judentum. Und zwar ist das ja auch eine mystisch-spirituelle Bewegung. Der Gründer war Israel ben Eliezer, 1700 bis 1760. Und er wollte die Religion einfacher und zugänglicher machen. Dahinter steckt aber eine Mystik, die Kabbala. Der Glaube ist, Gott ist in allem präsent. Die Kabbala ist die mystische Lehre des Judentums, die versucht, die verborgenen Strukturen der göttlichen Wirklichkeit und deren Einfluss auf die Welt zu erklären. Und ein Teil der Kabbala heißt, die Welt aktiv verändern. Und jetzt wissen wir natürlich auch, warum Schabbat diese Kontakte weltweit hat, weil man die Welt aktiv verändern will. Und ja, das traditionelle Erscheinungsbild kennen wir ja alle. Schwarze Mäntelhüte, oft Schläfenlocken, ich glaube Pages oder Pays genannt. Kleidung oft aus Osteuropa des 18., 19. Jahrhunderts. Und wir sehen ja auch, dass die Frauen in diesen Bewegungen ja eigentlich die klassischen Frauenrollen, ich will jetzt nicht sagen untergeordnet, aber die klassischen Frauenrollen einnehmen. Das sind jetzt mal so die Sachen, die ich recherchiert habe. Und das hängt natürlich alles zusammen mit dem Irankrieg. Groß-Israel, Lubavitch, das hängt alles irgendwie zusammen. Netanyahu, Israel, USA, die Zentren dort. Ja, ja, ja. Das aktiv verändern, das sehen wir ja gerade in der Welt. Ja. Und ist natürlich auch die Frage, wie werden dann Nichtjuden in diesem ganzen Spiel gesehen? Also haben wir die gleiche Wertigkeit wie die jüdische Bevölkerung? Weil da gibt es ja auch immer wieder unterschiedliche Äußerungen eben, dass Nichtjuden dann eben als minderwertige Menschen angesehen werden. Genau, also wir sind ja Gojim, so sagt man ja zu uns, Gojim. Ja, Das sind Goyim die oder Goy, ja. Juden, ja. Und ich habe auch schon einmal gelesen, dass das auch manchmal als ausgedrückt wird als Schweine, Gojim. Kann ich jetzt aber nicht hundertprozentig hier juristisch festlegen, aber manche drücken das auch so aus. Und ja, wir sind eigentlich nicht das auserwählte Volk. Das ist eigentlich für mich religiöser Rassismus, der da betrieben wird. Wenn ich sage, ich bin das auserwählte Volk und du nicht, das ist nichts anderes wie religiöser Rassismus. Und das Ganze begründet sich auf Texte, die Sie selber geschrieben haben. Zum Teil ja. Ja, ist schon spannend, welche argumentative Festigkeit das Ganze hat, auf was das alles beruht. Ja. Immer wieder krass, ja. Ja, und Trump ist natürlich auch umgeben von diesem Netzwerk. Das haben wir ja gerade schon festgestellt. Auch natürlich vom zionistischen Netzwerk. Dazu gehört ja der, IPAC, ja. genau, AIPAC. Dann der Rubio ist ja auch da tief mit drin. Rubio wurde auch von der Adelson-Familie finanziell unterstützt und ich habe gerade noch mal nachgeschaut. Trump hat von der Adelson-Familie, die sehr engagiert sind für Israel, sehr zionistisch ausgerichtet sind, über 500 Millionen US-Dollar insgesamt kassiert für seine Wahlkämpfe und so weiter. Aber wenn Sie Wahlkämpfe sagen, mir fällt da gerade was ein, was ich gestern gelesen habe. Mir fällt nur der Name des Reporters nicht mehr ein. Es war bei einer Pressekonferenz, da war der Reporter von Fox und ist neben Trump gestanden. Also ich habe das Bild gesehen, ist neben Trump gestanden, halt ihn im Arm gehalten und hat gesagt, Sie sind der erste jüdische Präsident, den wir haben. Und Trump, was hat er gesagt? Ja,
Also nur mal so eine kleine Story noch. Und dann sehen wir ja, wie die Einflüsse sind. Weil Trump war für mich immer ein Friedenspräsident und so hat er sich auch gegeben. Er hat ja gesagt, ich habe viele Waffenstillstände geschlossen, ich habe viele Kriege beendet und plötzlich führt er Krieg gegen den Iran, obwohl er ganz genau weiß, Iran ist nicht Ukraine. Iran ist eine andere Hausnummer und da werden auch nie Bodentruppen reingehen, weil die werden niemals gewinnen. Das wird sein zweites Vietnam sein. Und plötzlich führt der Krieg und da habe ich mir überlegt, naja, wer hat ihn da dazu überredet? Und man kann das nicht juristisch beweisen, aber man kann Indizien, also in einem Indizienprozess würde man wahrscheinlich gewinnen, wenn man sagt, Netanyahu hat Trump davon überzeugt, jetzt endlich den Iran für immer auszulöschen. Letztes Jahr hat man es ja mal versucht und ja, Netanyahu hat ihn dazu gebracht. Ja, wir werden heute nicht über den dritten Tempel reden. Wir werden heute auch nicht über die, ich glaube, 5 roten Kälber oder Hefner sprechen, die schon vorbereitet wurden. Muss man sich auch mal vorstellen, die wollen Tiere opfern. Also ich dachte, wir sind eigentlich da drüber hinweg, Tiere zu opfern aus religiösen Gründen. Ja, Sie wissen, ich habe 10 Jahre lang recherchiert über satanisch-rituellen Kindesmissbrauch und Kinderopferung. Von dem her, ja, gibt es heute immer noch dieses Thema. Also, Das würde ich gerne mit Ihnen auch noch mal im separaten Interview besprechen. okay. Ja, weil das Thema ist aktuell und wichtig und wer weiß, ob das eine oder andere sogar miteinander zusammenhängt. Und vielleicht von meiner Seite fast aus abschließend Deutschland. Deutschland unterstützt ja wirklich tatkräftig diese Terrorregierung in Israel. Ich betone Terrorregierung. Das ging ja damals schon, also mit den Zahlungen, es sind ja mittlerweile über 89 Milliarden Euro an Zahlungen seit, ich glaube, dem Luxemburger Abkommen oder sowas gab es da. Und hat sich auch widergespiegelt in Form von U-Booten. Einige wurden geschenkt, einige wurden vergünstigt gegeben. Zuerst Diesel, dann supermoderne Brennstoffzellen-U-Boote, die man so gut wie gar nicht hören kann, die dann auf einmal unerkannt neben amerikanischen Flugzeugträgern auftauchen können. So gut und so leise sind die. Und Israel hat die auch höchstwahrscheinlich mit ihren Atomraketen bestückt und kann die ganze Welt Geisel nehmen, wenn sie wollen. Was ist denn da? Ich meine, ist Deutschland für Sie auch ein Vasall Israels, weil man denen gibt, was man will, in terms of weapons and money? Also ich habe mir vor kurzem die Schuldnerliste der Bundesregierung und da habe ich es war für mich überraschend gesehen, dass Israel eigentlich der größte Schuldner ist von Deutschland. Mit Waffenlieferungen und so weiter ist Israel der größte Schuldner. Und die Schulden werden irgendwann mal wieder erlassen werden, da bin ich mir fest davon überzeugt. Und ja, Aber ja, bitte. warum zahlen die nicht bar? Also warum zahlen die nicht per Überweisung? Also wie Schuldner? Wer bezahlt denn dann die Waffen zuerst Ja, von rein? es gibt ja so eine Schuldnerliste, da sind viele Länder drauf. Und bei manchen wurden die Schulden schon erlassen, also afrikanische Staaten und so weiter, die können es einfach nicht zurückzahlen, dann wird es einfach erlassen irgendwann. Und da steht Israel halt auch drauf an Stelle 1. Und ja, Vorkasse? das mal so zur Info. Und ich denke jetzt nicht, dass Friedrich Merz ein Vasall von Netanyahu ist. Aber ich denke, dass Deutschland ein Vasall der USA ist und dann wiederum indirekt ja über diese Kanäle dann mit Israel, weil wir sehen ja, Deutschland ist ja eigentlich aktiv im Krieg drin, im Iran-Krieg. Ne? Also ohne Rammstein geht gar nichts. Da werden Verwundete ausgeflogen, da werden Verwundete gepflegt, da werden Drohnen gestartet. Also Deutschland ist ja voll im Krieg mit drin. Und ich habe ja ein paar Videos gemacht auf meinem YouTube-Kanal MG-Klartext. Da habe ich auch ein Video gemacht, ist Deutschland noch besetzt? Und wenn man sieht natürlich, dass die gesamten Kasernen über ganz Deutschland, dass es nicht deutsches Gebiet ist, sondern amerikanisches Hoheitsgebiet, dann sind wir bis heute teilbesetzt.
Und wir sind ein Vasall der USA. Da kann Friedrich Merz gegen Trump mal locker was raushauen oder nicht. Wir sind ein Vasall der USA. In dem Moment, wo Trump so macht, müssen wir antanzen. In dem Moment, wo Amerika sagt, Kanzler herkommen, wir haben es gesehen an Olaf Scholz, wie Biden gesagt hat, naja, wir werden die Nord Stream Pipeline zerstören, und Olaf Scholz hat noch gelächelt. Da sieht man ja, wir sind überhaupt nicht, also in diesem Sinne sind wir nicht souverän. Wir sind ein absoluter Vasall, ein Bückling der Amerikaner, und Einfluss in der amerikanischen Regierung haben wieder israelisch-jüdische Netzwerke, IPAC und genau das Shabbat und alles, was wir vorher besprochen haben. Und ja, also wir sind ein absoluter Vasall, absoluter Vasall. Ein größeren Vasall gibt's, glaube ich, nicht. Also ich sag's mal im kleinen Klartext: Arschkriecher. Ja, das ist für mich auch ein gutes Schlusswort, weil es in einem Wort leider die Situation von Deutschland widerspiegelt. Leider. Ähm, ja. Gibt es von Ihrer Seite noch irgendetwas, was Sie loswerden wollen? Gibt es ein aktuelles Projekt, an dem Sie gerade arbeiten, auf das wir gespannt sein können? Sie sind ja immer fleißig, deswegen frage ich nach. Ja, also ich möchte noch auf 2 Publikationen aufmerksam machen. Einmal auf dieses Buch Staatsgeheimnis NGO-Finanzierung, Milliarden für linksextreme NGOs, weil sie sind natürlich auch entscheidend für die Willensbildung in Deutschland. Absolut entscheidend. Und in diesem Buch habe ich viele NGOs, hier Big Brother, viele NGOs aufgeführt, die Geld kriegen, Steuergeldern, weiß man manchmal gar nicht. Aber es sind auch Hate Aid zum Beispiel drin, im Moment ja sehr bekannt geworden durch die Affäre da. Und andere Antonio Amadeo Stiftung und so weiter, alles ist in diesem Buch enthalten. Und natürlich mein neues Buch, Deutschland muss vernichtet werden. Ein dicker Wälzer, 900 Seiten. Hier habe ich die gesamten Massaker an unserem deutschen Volk aufgeführt. Von den Hungertoten, Blockadetoten bis zu den Bombenabwürfen, KZs für Deutsche, Massenvergewaltigungen, bis hin zur heutigen Zeit. Deshalb ist das Buch einzigartig. Es steckt eigentlich 100 Jahre ab. Bis zur heutigen Zeit die Kriminalität durch Migranten, alles in diesem Buch drin, mit teilweise schockierenden Fotos. Aber wir wollten diese Fotos bringen, damit man einfach sieht, was uns Deutschen angetan worden ist. Wer Interesse an diesem Buch hat, sollte sich dieses Buch besorgen. Und mein neues Projekt ist im Moment, ich schreibe ja diese Buchreihe Adolf Hitler, eine Korrektur. Und da bin ich gerade bei Band 7 über den Balkankrieg und den Afrika-Feldzug. Da bin ich gerade dabei, das Buch zu schreiben, habe im Moment, glaube ich, 700 Seiten geschrieben, bin aber noch nicht am Ende. Und auch da stelle ich wieder diese Geschichtslügen, die über uns hereinbrechen, richtig, warum diese Feldzüge überhaupt geführt werden mussten, warum es keine Angriffskriege waren und so weiter und so fort. Also alles in diesem Projekt, das wird im Dezember dann erscheinen. Noch zum Abschluss eine kurze Frage, auch jetzt, weil wir unser Hauptthema mit Iran, Israel. Denken Sie, die Israelis werden sich durchsetzen oder kläglich scheitern? Das ist eine wirklich sehr gute Frage. Ich glaube, der iranische Widerstand ist größer, als wir denken, und es wird keinen Regime-Change geben. Das heißt, das iranische Regime wird weiter regieren. Wie schwach Iran militärisch sein wird nach dieser, das kann ich nicht sagen, aber ich glaube nicht, dass man Iran dazu bringen kann, zu kapitulieren. Das glaube ich nicht. Dann vielen Dank für die Einschätzung und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. Alles Gute.